Dieses Mal habe ich vor, euch 2 Frühlingsdeko-Ideen im Glas zu zeigen. Und mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall einen Durchmesser von 20 cm und die Höhe beträgt 8 cm. Und da werden jetzt gleich Krokusse eingearbeitet werden. Das hier ist eine Ranke vom wilden Wein, welcher aus meinem Garten stammt, und daraus werde ich mir jetzt mal zunächst einen Ring erstellen. Und dieser Ring kommt dann nachher in das Glas hinein, von daher ist das jetzt auch gleich wichtig, dass der Durchmesser einen Tacken kleiner ist als mein Glas. Alternativ könnt ihr aber auch jetzt zum Beispiel genauso gut Efeu-Ranken verwenden, ne? Das sähe wahrscheinlich auch richtig klasse aus. Friemeln wir das da mal so drunter, mal so drüber, ne? Dass das halt nachher nicht sofort auseinanderflutscht. Diese dünnen Zweige, die kann man hier auch mal drumherum wickeln, dann ist das Ganze auch schon mal etwas stabiler. Und diese Ranke, die ist jetzt sogar schon etliche Wochen in meiner Werkstatt, von daher ist die im Laufe der Zeit schon gut eingetrocknet. Und von daher bricht hier eventuell auch mal was ab, aber war jetzt bis dato noch nicht der Fall. So, noch einmal gehen wir so dazwischen entlang, dann müsste das eigentlich schon mal reichen. So nicht biegsames Material, so hier am Ende, ne, wenn das jetzt zu viel bei euch sein sollte, könnt ihr auch einfach mal abschneiden. So, mal eben hier ein bisschen justieren. Ja, du passt da aber wohl hinein. Ein bisschen hier andrücken. So, alles was hier so unschön hinausschaut, abschneiden. Das brauche ich nachher nicht. Oder hier hineinstopfen, ne? So wie ihr halt am besten klarkommt. So, jetzt habe ich hier schon mal ein zweites Glas. Das ist jetzt so eine ähnliche Deko-Version, ja, wie mit der Stacheldrahtpflanze und mit den, mal eben überlegen, mit den Fichtenzapfen. Der Aufbau ist irgendwo ähnlich. Das ist jetzt beiseite. Und dann nehme ich jetzt hier mal die Krokusse aus ihrem Topf hinaus. Wenn sie mal hinauskommen würden. Oh, die sind aber gut gewurzelt. Ja, ist ja richtig schön. Da werden jetzt auch ordentlich Wurzeln bei drauf gehen. Das können die aber haben. Einfach vorsichtig mal auseinanderfriemeln. Wie gesagt, da werden jetzt auch ein paar Wurzeln bei flöten gehen. Ist aber nicht so schlimm. Die Krokusse werden nun zwischen diesem Glas und der Ranke vom wilden Wein eingearbeitet werden. Ich vermute, ich muss den Topf hier aber auch noch gleich auseinanderfriemeln. Das wird wahrscheinlich nachher nicht reichen. Müsst ihr halt nur vorsichtig einarbeiten, die Krokusse, weil das kann hier oben gut und gerne auch mal abbrechen. Das wollen wir nach Möglichkeit nicht. Wenn das jetzt mal der Fall sein sollte, ne, dann ist es halt so. Aber einfach mal vorsichtig peu à peu machen. Ich würde auch nach Möglichkeit versuchen, die Wurzeln auch alle nach unten hinzukriegen. Sieht dann halt letzten Endes auch schöner aus, als wenn die jetzt auf dieser wilden Weinranke aufliegen würden. Zur Not kann man auch mal etwas zur Hilfe nehmen, zum Beispiel hier so eine Wurzelkralle, um das dann besser justieren zu können. Oder ihr nehmt einfach einen Zahnstocher zur Hilfe, ne? Oder so einen, was ist denn noch länger, ein Schaschlikspieß. Ich war jetzt gerade noch bei mir im Garten und habe mir ein paar Wedel von meinem Zebragras abgeschnitten. Ihr könnt natürlich auch andere Ziergräser dafür verwenden. Leider ist das jetzt hier auch mal wieder so richtig schön am Regnen. Ich bin gerade klitschenass geworden im Garten, aber egal, ne? Was muss, das muss. Oder was mut, das mut. So rum. Und die werden jetzt hier aber nur so draufgelegt werden. Das kann man jetzt machen, muss man aber nicht machen. Und dann bin ich auch fast soweit fertig mit dieser Dekoration hier. Ich denke, es sieht ganz cool aus mit diesen Wedeln. Hier in die Mitte kommt jetzt gleich natürlich noch ein Teelicht und wer möchte, kann um das Glas auch noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette drumherum wickeln oder halt eine kürzere. Meine hat halt jetzt eine Länge von 2 Metern. Ja, und dann werde ich das jetzt aber auch mal wieder für euch etwas beschleunigen. Ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich hier nicht in das Glas doch lieber eine größere Kerze platzieren möchte. Aber gut, letzten Endes bleibt das jetzt jedem selbst überlassen. Ja, und wenn meine Krokusse verblüht sind, dann setze ich sie einfach in meinen Garten. Alternativ könnt ihr sie aber auch in Töpfe pflanzen und dann hebt ihr euch die auf für das nächste Jahr. Und ich setze meine Krokusse immer 1- bis 2-mal so tief, wie die Knolle halt hoch ist, ne? Die sind ja in etwa so, die Knollen. Und dann setze ich die so circa in diese Tiefe hinein. Mein zweites Glas hat in etwa eine Höhe von 19 cm und der Durchmesser beträgt 20 cm.
Ja, und in dieses Glas werden jetzt zunächst Hyazinthen gesetzt werden, eventuell auch noch ein paar Krokusse, weiß ich jetzt allerdings an dieser Stelle noch nicht. Vermutlich werde ich nun mit 2 Hyazinthen arbeiten, weil 3 wäre, ja, 3 könnte ich auch machen, aber ich wollte da noch, wie heißt es, andere Deko-Elemente drin einarbeiten. Gehen auch wieder Wurzeln bei drauf, ist nicht schlimm, das können die haben, die Hyazinthen. So, die hier kommt jetzt mal beiseite, die heben wir auf für ein anderes Projekt. Oh, ich liebe Frühlingsdeko. Ich meine, ich sage ja auch andauernd, ich liebe Weihnachtsdeko. Schuckel, schuckel. Das ist jetzt der Vorteil, wenn man hier in einer Werkstatt ist. Man kann das erstmal auf den Boden schmeißen. Zu Hause will ich das jetzt natürlich nicht machen, innerhalb der Wohnung. Dann habe ich jetzt hier Plattenmoos am Start. Und die Hyazinthen werden jetzt in diesem Plattenmoos eingebettet werden. Dafür braucht man jetzt auch keinen Bindedraht. Es sei denn, man würde hier jetzt so ja, freistehend in der Wohnung platzieren wollen, dann würde ich das Moos jetzt natürlich befestigen. Ich mache das jetzt aber auch nach Möglichkeit so, dass man auch noch einen Teil von der schönen Knolle sehen kann. Anhand der Farbe der Knollen kann man auch teilweise erkennen, in welcher Farbe sie blühen. Das hier, das sind Hyazinthen, die müssten so blaustichig, nee, so bläulich blühen. Ich sag mal so lila-blau. So. Ich wollte hier erstmal meinen Tisch wieder sauber machen, sonst ist das Glas gleich wieder dreckig. Ja, ist egal, können wir auch nachher nochmal sauber machen. Es wird jetzt auch wieder eine kleine Landschaft werden. Wenn hier unten die Wurzeln hinausschauen, das ist jetzt für dieses Projekt erstmal egal. Ich überprüfe das mal, wie das jetzt hier auf der Rückseite aussieht. Dann meine zweite Hyazinthe. Ja, das macht doch jetzt so schon mal einen ganz guten Eindruck. Und ja, eine meiner Lieblingsfarben, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, rosa, pink, ne? Das ist jetzt hier so ein Streumaterial, Deko-Kieselchen. Hatte ich auch schon mal für irgendein anderes Projekt verwendet. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Ich glaube, das war letztes Jahr mal für eine Osterdeko. Und das streuen wir jetzt hier mal fröhlich hinein. Ich hatte sowas Ähnliches letztes Jahr auch mit so giftigen Kies gemacht. Ich kann den euch mal eben zeigen. Moment, das war der hier. Der sieht auch cool aus. Aber den hebe ich jetzt auch für irgendwas anderes. Ja, und ich brocke das dann wirklich immer alles wieder auseinander. Das kommt nicht einfach in den Mülleimer, der Kies. Ist zwar ein bisschen mühselig, aber egal. Ich werde jetzt noch ein paar getrocknete Tilansien einarbeiten. Dann habe ich hier noch Schneckenhäuser. Und das hier ist ein Ast von einer Korkenzieher-Haselnuss. Den hatte ich mit Bronzespray eingesprüht und dann habe ich da eine 2 Meter lange Drahtlichterkette grob drumherum gewickelt. Ich denke, das sieht dann nachher ganz cool aus mit der Lichterkette. Ich bin aber auch momentan immer noch so ja, auf dem Lichterkettentrip. Aber das ist ja jetzt auch immer noch ja, sehr früh dunkel. Und von den getrockneten Tilansien wird jetzt wirklich nur, ich sag mal, so ein bisschen eingearbeitet werden. Das kann man dann auch wieder abbauen, irgendwann halt mal, und aufheben für andere Projekte. Ne? Das sind hier alles so Materialien, die müssen nicht nachher entsorgt werden. Das wäre dann ehrlich gesagt völliger Quatsch. Mache ich jedenfalls nicht, ne? Muss ja jeder für sich entscheiden. Aber das meiste davon kann man aufheben. Auch das Moos kann man aufheben. Ja, für halt andere Projekte. Nicht immer gleich alles in den Mülleimer werfen. Mit diesem Glas bin ich jetzt auch soweit fertig. Ja, und gewässert werden wird das bei mir so in etwa 1- bis 2-mal die Woche. Und dann kommt da so eine Menge hinein, ich sag mal so grob 2 Schnapspinchen voll Wasser. Das werde ich auch bei dem anderen Glas dann so handhaben. Alle benötigten Materialien findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und in die Videobeschreibung packe ich auch immer ein paar Links hinein, wenn ich die Materialien online gekauft haben sollte. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!